Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept für Schwarz-Weiß-Gebäck und wie ihr den Teig so rechteckig ausrollen könnt, dass keine Reste mehr übrig bleiben. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes stelle ich einen hellen und dunklen Teig her. In die Schüssel für den hellen Teig gebe ich 60 Gramm und in die für den dunklen Teig 75 Gramm Butter. In beide Schüsseln kommt noch 100 Gramm Mehl und 30 Gramm gemahlene Mandeln. In den hellen Teig gebe ich noch einen Teelöffel abgeriebene Orangenschale und in den dunklen Teig 6 Esslöffel Kakaopulver. Dann füge ich in den hellen Teig ein Päckchen Vanillezucker und in den dunklen Teig etwas Tonkabohne hinzu. In beide Schüsseln siebe ich 100 Gramm Puderzucker und verarbeite die Zutaten mit einem Handrührgerät zu einer sandigen Masse. Danach verquirle ich ein mittelgroßes Ei und gebe davon 3 Esslöffel, das ist ungefähr die Hälfte, in den hellen Teig und den Rest in den dunklen Teig. Zum Schluss rühre ich die Zutaten noch einmal gründlich durch, bis 2 homogene Teige entstehen. Und jetzt zeige ich euch den Trick, mit dem ihr den hellen und den dunklen Teig in 2 gleich große Rechtecke ausrollen bzw. formen könnt. Als erstes nehme ich 2 ungefähr 60 cm lange Bögen Backpapier und zeichne auf jeden Bogen mit Bleistift jeweils ein Rechteck der Größe 18 x 27 cm. Dann drehe ich den ersten Bogen um und lege ihn so auf die Arbeitsfläche, dass die Zeichnung nach unten zeigt. Auf die Mitte des durchscheinenden Rechtecks lege ich hier den dunklen Teig und drücke ihn etwas flach. Die Seiten des Backpapiers schlage ich zur Mitte des Bogens hin um und falte sie entlang der Seitenlinien des aufgezeichneten Rechtecks. Zum Schluss klebe ich die umgeschlagenen Seiten des Papiers so zusammen, dass ein 18 x 27 cm großer Umschlag entsteht. Den Umschlag drehe ich dann um, sodass die zugeklebte Seite auf der Arbeitsfläche liegt. Mit Hilfe eines Nudelholzes drücke ich den Teig nun immer wieder von der Mitte zu den Seiten hin, bis der Teig den Umschlag gleichmäßig bis in die Ecken ausfüllt. Wenn ihr die Schichten der Kekse nicht ganz so gleichmäßig haben wollt, dann könnt ihr den Teig auch mit den Händen verstreichen. Jetzt streiche ich die Oberfläche noch einmal glatt und stelle das Päckchen zum Festwerden ins Gefrierfach.
Dieselbe Prozedur wiederhole ich mit dem zweiten Backpapierbogen und dem hellen Teig und stelle auch diesen Teig zum Festwerden ins Gefrierfach. Die fest gewordene dunkle Teigplatte nehme ich aus dem Backpapier und lege sie auf ein Schneidebrett. Mit Hilfe eines Lineals und eines Messers markiere ich die kurzen Seiten der Teigplatte in 6 3 cm breite Abschnitte. Dann lege ich das Lineal an die jeweils gegenüberliegende Markierung an und schneide die Teigplatte mit einem Messer in längliche Streifen von 3 x 27 cm. Den dunklen Teig stelle ich jetzt kurz zur Seite und hole die helle Teigplatte aus dem Gefrierfach. Auch hier markiere ich die kurzen Seiten in 3 cm Abschnitte und schneide den Teig in 6 gleich große Streifen. Anschließend nehme ich einen dunklen Streifen und lege ihn auf einen hellen Streifen. Auf die dunkle Schicht lege ich nun die Walnussviertel hintereinander und zwar so, dass sie abwechselnd ein Stück an der rechten und ein Stück an der linken Kante liegen. Auf die Walnussstücke lege ich dann einen hellen Teigstreifen, drücke ihn an und lege hierauf wieder eine dunkle Schicht. Den fertigen Keksblock löse ich mit einem Spatel von der Unterlage und lege ihn auf ein Stück Backpapier. Damit die Kekse später nicht auseinanderfallen, sollten die Seiten des Teigblocks geschlossen sein und die einzelnen Teigschichten zumindest an den Rändern zusammenkleben.
Wer möchte, kann den Teigblock jetzt schon in Stücke schneiden und backen. Da ich den Teig zum Schneiden aber lieber etwas fester haben möchte, stelle ich ihn noch einmal kurz ins Gefrierfach. Den Keksblock wickle ich nun mit Backpapier ein und drücke ihn noch einmal in Form. Sobald der Keksteig fest geworden ist, nehme ich ihn aus dem Gefrierfach und entferne das Backpapier. Den Backofen heize ich auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor. Jetzt schneide ich den Teig in gleichmäßig dicke Kekse. Am einfachsten geht das, wenn der Keksblock dabei auf der Seite liegt. Die Kekse lege ich dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backe sie im Backofen etwa 5 bis 8 Minuten. Und so sehen die fertigen Kekse aus. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr noch mehr von meinen Rezepten sehen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.